Düsseldorf. Oh, minus 40 Minuten. Oh, erwartet 5:54 Uhr im Anflug ist er. Jo. Hoho. Made from 1.5 million stitches in the 1960s for the very age of the house. I would not like you to shows the reason for the name. The reason for the name of the program.
long day. Yeah, but a good day. Good to see everybody. Yep. Didn't have much trouble. Little turbulence there, but not too bad. Yes. Maybe 10 empty seats. Yeah, which is just a sub. Okay, so we'll take Oh, okay. Hello. All right. Ausgeschlafen? Oh, schön. Rick. So. Wie kommt dass ihr so früh seid? Kein, hallo. Ja, vielen Dank. Hallo. Ja, die habe ich jetzt geweckt. So, seid ihr jetzt seit 3 Uhr? Hallo. Hallo, ja. Ja. We will stay in our house for the next 4 weeks. My husband, my wife is a little bit exciting, so it's such important. For the children. Wir waren immer gesammelte Blumen, gesammelten habe ich in der Aktion niemand aus. My name is Naiskamit genannt Schröder. This is very special here in this region because the name of the building was the most important and not the name of the customer or The person that the person who's living there. And so the name of my family is in front, Naiskamit, and the name of the building is genannt Schröder. But we stay here by the name Schröder because it's a little bit easier than Naiskamit. Everybody knows this name also, you know. Yeah. The same with Bredyke, by the way. That farm is called Bredyke. The name of the family is Meermeyer, but they have this second name with them. So the name of the farm is always the most important. Like here, the name of the house. And it was an old farmhouse before. You can look in it later on. And we are producing liquor since 200 years. And the main product is Schröder's Bohnenkamp, the bitter. I don't know, maybe the American knows Underberg. That's a little bit simple, like our Bohnenkamp. But yours is better, of course. We are producing it here in this firm, so I have not a long way for working. Yeah, short For commute. walking. We call that a short commute. Just coming out of the house and can't start working. Can't start. Okay, let's have a look inside and then you can try it. I'll tell you something about their inside there. Yeah.
I think jedem Dritten kann man sagen, ach, and it's 10:30 in the morning and we're about to have our first pint. We need it when we're going to get one. And Kathy's and Brian's from the States. Can you do it like that? This one is a distillery of brandy. Oh. She has to look for us. Ja, sollte man Münsterländer werden. Ist auch einer, aber ist ein bisschen auf dem Bogen. Wie der Herr, so das Geschirr. Okay, you need pure spirit, and we buy it by the customer, toll customer. With the customs office. You must buy it from the customs office. Because you're not allowed to produce it yourself. No. And it's the best you can buy in Germany. So the stuff is really fantastic. Then you need water, okay? It's coming up from the woods here in the air. And all the ingredients. And it's always the same manner. You mix up water and split, and then fill the ingredients inside. And mix it again and store it here in the barrels, or over there is a can, and everywhere something inside. And in the Wohnkamp there are 34 different types of herbs. Wow. And I don't know the English names. No. I think you don't. But they are a secret, I mean, no? Oh, it's not so secret. I don't know them all. By myself, I don't know them all. Not all. I have to look into the recipe to remember all these different stuffs. And this recipe is made by a very well-known essence firm, really very, very good firm, by our recipe. And we have some other types of spirits, and 3 of them are on our own created. Bohnenkamp, Türmchen, and Stacheldraht, barbed wire. Our flagship in alcohol, 45%. Wonderful. Wow. Die Entwicklung von dem Dorf Verl begann ja mit der Kirche vor 500 Jahren. Und zunächst war das Dorf nur um die Kirche herum, nur die Häuser um die Kirche herum. The development of the village of Verl started 500 years ago with the building of the church. Das weitere Wachstum von Verl war dann an dieser Straße, an der Hauptstraße. Dort wurden 13 Handwerker und Kaufhäuser gebaut. The development continued along this street, the main street, and along this street 14 houses were built. There were workshops and shops. Der Schmied, der Bäcker, ein Schneider, die Häuser sahen etwa so aus wie dieses Bild. There were smith, blacksmith, tailor, everything like professions like this. And the houses looked like you can see on the picture. Das einzige Haus, das noch ursprünglich ist dieses kleine Fachwerkhaus. Das war das Haus eines Schneiders. The only one of the original houses that is left is the one behind us. And this little house was the home of a tailor. Dieses Haus ist renoviert worden und heute ein Bestand der modernen Bibliothek von Verl. The house has completely been restored,
renewed and is now part of our library. The building you see around it is the library. Es ist eine sehr große, moderne Bücherei mit etwa 50.000 Medieneinheiten. It's a very modern library. It is more than a mediathek with about 50,000 units of books. On or off? Mostly off. Yeah. And Okay. Really? This is a beautiful one. It's very quaint. Needn't shout so loud. Right. Okay, so this is, the house was built 220 years ago, and that is the new living house of the farmer that had the old farm there. And this was also the house where the first town hall of Verl was in, and the first, post office was in. Mail office. The place that we are, the square that we are in here with the nice old trees, is the second cemetery of Verl. When the old cemetery right around the church was completely filled, they took this new cemetery for burials. Man hat auf diesem Platz zwei große Denkmäler errichtet für die gefallenen Soldaten des Ersten Weltkrieges, diesen Obelisken, und für die Gefallenen des Zweiten Weltkrieges, diese Mauer. Here are two memorials for the dead of the wars. Here, the obelisk is for the soldiers of the First World War, and the wall behind us for the ones of the Second World War. In der Zeit des Nationalsozialismus war dieser Platz Adolf-Hitler-Platz genannt. In the time of the Second World War, this square had the name Adolf Hitler Square. Und hier wurden Reden gehalten zur Vorbereitung des Zweiten Weltkrieges. And here the speeches in preparation of the Second World War were held. Der Erste Weltkrieg hat für Verl 183 gefallene Soldaten hier. The First World War has about 183 soldiers killed in action. Dort sind alle Namen eingemeißelt. All the names are sizzled into that obelisk. Der Zweite Weltkrieg hat 550 tote Verler. The Second World War has 550 soldiers killed in action for this city. Und das Denkmal für die Toten des Zweiten Weltkrieges ist ganz anders gebaut. Es ist eine Mauer, die im Chaos ist. And the memorial for the dead of the Second World War is completely different from the one of the First World War. It shows a wall in chaos. Diese beiden Denkmäler sind typisch für die Zeit, wie Deutschland den Krieg gesehen hat. Den Ersten Weltkrieg hoch mit Ehre und den Zweiten Weltkrieg als Mahnung, keine neuen Kriege zu beginnen. These two memorials symbolize how Germany saw the two wars. The First World War with, honor and pride, the obelisk, and the Second World War with a wall, humble and chaos, and as a memorial not to start another war again. A spot in Verl where two Jewish families lived, one in that house here, the other one in the house over there. Die jüdischen Familien sind in der Mitte des 18. Jahrhunderts in unsere Grafschaften geholt worden, um unser Gebiet wirtschaftlich zu entwickeln. These Jewish families were invited in this area in the mid of the 18th century to help developing the economic progress of this area. Beide Familien haben den Holocaust nicht überlebt
Both families have not survived the Holocaust. Und zum Gedenken an die beiden Familien ist 1996 das kleine Denkmal von einer Privatperson aufgestellt worden. And in memory of these families, the little memorial over there was raised in the year 1996. Und etwa 100 alte Menschen versorgt. Träger ist die katholische Pfarrei St. Anna. We were in the square, and there was the memorial of Ferdinand Kuhlmann, priest. And in the year 1907, he founded a hospital in this place here. That is what you see on that picture. And that hospital was in service until 1984. And there was a development in Germany, and all the smaller hospitals in the little cities were closed, and only the big hospital centers in the big cities became bigger because of the technical equipment. Not all the little houses could have these technical equipment, so they made centers. And then this little hospital here was transformed into a retirement home. And it is still today. In dem alten Krankenhaus gab es eine kleine Hauskapelle. Diese Hauskapelle ist heute nicht mehr vorhanden. Man hat eine neue, schöne Kapelle daneben gebaut. Das ist diese Marienkapelle. Sie ist die Tochterkirche von der St. Anna-Kirche. In the old hospital, there was a little chapel, and when the hospital closed and the retirement home for 150 people, by the way, I forgot, was built, they wanted a new chapel because the old one is no longer existent, and then they built this new St. Mary's Chapel here, and this is it's a little daughter of the big St. Anne's Church. Das ist doch schön. Ja, so über den Weg. Ich habe gesagt, ja. Ich habe gesagt, ich bin wirklich schlecht. Dauert zwar länger als 5 Minuten, aber das hat Direktor, Herr Lewe, hoch! Kann das nicht bei jedem machen. Der ist vor Werder. Habt ihr noch Anschluss gekriegt? So.
Verl-Delphos group wants to congratulate you, Anja, and you, Matthias, as Queen King of the Schützenverein Kaunitz. We have brought you a little present. We thought that a bouquet of flowers would not be nice because it just goes away in 2 weeks. This can stay in your garden and remind you of this wonderful day that you had here and that we had with you. And we thought we would symbolize it with the American flag, our colors, and of course with the green of the Schützen. So thank you very much for the invitation to this festival, and for you, good luck. As mayor of Delphos, the sister city of Verl, and on behalf of the friendship link between Verl and Delphos, I want to congratulate both of you, and it is a great honor to be king and queen, and I know you will serve it well in the next year. Great wishes and congratulations to both of you. Thank you. I'm well prepared. I would like to give a warm welcome to you, our friends from Delphos. We, my wife Anja and I, are representing the Christian Brotherhood of Städtepartnerschaft Kaunitz, a society which was founded 57 years ago. Festivals and fairs like this one are ways to celebrate a friendly get-together and to relish the strength of our community. As you can see, we are really good at celebrating, but it's important for us as well to stay social-minded and to engage ourselves in social pursuits. According to our motto, which implies how much we appreciate our traditions, our beliefs, and the love to our hometown, we like to commit ourselves to charitable projects, supporting award for children suffering from cancer, engaging in organizations for disabled persons, for example, the resident organization Bethel, and donating money to back charitable benefits and realizations of our convictions. I'm a little bit nervous, it's the first time in English. Now, give us a chance to show you how Germans have parties and to convince that Germans do have a sense of humor. But I must admit that when I take a look around, I realize that the prejudice about Germans drinking beer more and more seems to be a fact. We hope you enjoy the German beer, and especially your stay here, and we wish you nice days remaining in Germany. Enjoy the trip through our country and have a good journey home. It would be nice to meet you again. Maybe it will be possible for us to visit you someday, or perhaps you would like to have some more nice days with our brotherhood again. So let's get the party started. Oh my. Special payment.
geprägt von dem Verler Brauchtum, insbesondere dem Kaunitzer Schützenfest, möchte ich es nicht versäumen, hier ganz offiziell im Namen von Rat, Verwaltung und Bürgerschaft der Stadt Verl unsere amerikanischen Freunde auf das herzlichste willkommen zu heißen. Although our guests have already been here since Friday, and although the first days of this visit have been mostly about Schützenfest in Kaunitz, Paul Hamrick wants to welcome you, especially in the name of the administration, the city council, and the citizens of Verl. Ein schlauer Mensch mit Namen Zacharias hat einmal gesagt, Freundschaft ist nicht nur ein köstliches Geschenk, sondern auch eine dauernde Aufgabe. Some clever person named Zachary has said that friendship is not only what do you call that? Precious present, but also a permanent task. Und ich glaube, dies gilt insbesondere bei einer Städtepartnerschaft, die über so viele tausend Kilometer hinweggehen soll, von Kontinent zu Kontinent ganz besonders. And I think that this is especially true for a partnership that is between cities that are apart several thousand of kilometers or miles. Und wenn trotz dieser großen Entfernung diese Partnerschaft so lebendig ist, schon seit über 20 Jahren, dann zeigt das doch, dass wir hier erfolgreich gearbeitet und gewirkt haben. And if such a partnership is so lively and so active already for 20 years, it shows that we have worked hard and we have worked in the right way. Natürlich gibt es auch viele Verbindungen auf offizieller Art, aber was ganz besonders gut ist, finde ich, dass wir mittlerweile auch Freundschaften von Mensch zu Mensch geknüpft haben und dass es viele Kontakte gibt, per Telefon, per E-Mail und auch persönlich zwischen den Menschen in Delphos und hier. Although there are many official visits and contacts, Paul Hamrick thinks that it is especially important that there are so many private contacts by email or on the internet or fax or even personal visits. Ich kann das auch an meiner eigenen Familie durchaus widerspiegeln. Meine beiden Söhne waren da, die Familie, wo sie gewohnt haben, sind mittlerweile Freunde unserer Familie geworden. Und mit Mike ist mittlerweile das zweite Mal da. Wir sind nicht nur Kollegen, sondern auch Freunde. So Paul can show this at the example of his own family. Both his sons were in Ohio, and the family that they stayed with have become close friends. And also Mike Gallmeier was at his house twice already, so they are not only colleagues, they are also friends. Und wir hatten, ich will das hier gerne erzählen, Samstagnachmittag einen netten Nachmittag in unserem Haus und Mike hat sich riesig gefreut, zum Beispiel Crazy Anja wieder zu sehen. Das ist so, als wenn sich eine alte Familie, als wenn sich alte Freunde treffen und das ist gut so. He wants to give an example. They had a very nice Saturday afternoon when Crazy Anya and Charlie showed up at Paul's place and they had a nice afternoon together, like meeting old friends. Ja. Und dabei eint uns eins, die geschichtlichen Wurzeln. Delphos und Verl haben Wurzeln in der Historie verbunden durch eben Faserbrüdijk. Und daran soll auch hier erinnert werden. And Paul wants to make us remember that the origin of this partnership was in the history by the founding father of Delphos, Father Brüdijk. Und dieser geschichtliche Hintergrund hat uns auch in der Verwaltung dazu kommen lassen, den Empfang hier zu machen, weil auch dieses ist ein geschichtliches Gebäude. And this historic background has the City Council of Verl brought to the idea that the meeting should be here in this building because this is also a very historic building.
Dieses Haus ist 1832 am Ölbach, wie übersetzt du das? Errichtet worden und war bis 1975 im Betrieb. Und dann ist es in den Jahren 1993 und 1994 durch die Familie Behrenbrinker, durch unseren Beigeordneten, wo ist er, liebevoll wieder hergerichtet worden. This building was built in the year 1832 at Oil Creek, which is the creek that is the main river in the main river. And it was in use until 1975, and then in the years 1992 and 94, the family Behrenbrinker, that is also the second most important person in Verl in the administration. They restored this building very thoroughly. Und liebe Freunde, sehen Sie in der Historie dieses Gebäudes auch ein Symbol für die Städtefreundschaft zwischen Delphos und Verl. So, dear friends, please also see in this building a symbol of the friendship link between the two cities. Wir wünschen uns, dass so lebendig wie die Geschichte dieses Hauses auch die Geschichte der Städtepartnerschaft sein möge, auch für die Zukunft. We wish that the history so lively, like this history is of the building, also the friendship link between the two cities should be, also in the future. Heute gibt es die verschiedenen Kommunikationsmittel, E-Mails, Skype etc., aber auch das Telefon kommt noch zur Geltung. Und es wäre schön und wir wünschen uns, wenn dieser gute persönliche Kontakt weiterhin bestehen bleibt und die Freundschaft auch über den großen Teich weiterhin lebt und blüht. So today we have all the modern means of communication like email, fax, also the telephone, which is still in use. And so we would like that this helps the friendship link be in action and be lively. Also, if this big mud puddle is between us. Und heute Abend haben wir wirklich die beste Gelegenheit, weil wir sind alle persönlich da. Die deutschen und die amerikanischen Freunde können sich heute, wie sagt man, face to face sozusagen, können wir uns unterhalten. Lassen Sie uns diese Gelegenheit nutzen. But this day is a special day because the Americans and the Germans meet face to face and we can talk to each other and we can drink together, so let us have a nice day together. Ich möchte es aber auch nicht versäumen, der deutschen Seite zu danken, hier dem Heimatverein, auch unter Leitung von Frithjof Meißner, die da für ein solches interessantes Programm gesorgt haben und auch den Familien, die ihre Türen und auch ihre Herzen geöffnet haben. Paul would like to thank the Historical Society of Verl and the people that prepared this visit, like me, for all the work they put into that, and also, of course, the host families who volunteered to give a home for these 3 days to the people from Delphos. In dieser Hinsicht lade ich Sie ein, heute einen kurzweiligen, netten Abend mit uns allen zu verbringen. Seien Sie unser Gast, fühlen Sie sich wohl und genießen Sie die Zeit. So Paul invites you all to have a nice evening together with us here and to enjoy your time and to have a good time, to talk together and just be happy. So, wir haben natürlich auch für unsere amerikanischen Gäste einige kleine Geschenke, Handtücher und so haben wir ja schon verteilt, aber diesmal haben wir uns was anderes einfallen lassen. Erstmal, lieber Mike, ihr habt noch eine lange Reise vor euch und es gibt jetzt Verler Sekt und vielleicht, das Gepäck ist schwer, darf ich dir hier 3 Flaschen des besten Verler Sektes mitgeben. Ihr seid ja noch einige Tage unterwegs, genießt es. Das ist Sekt von der Stadt Verl. So we have also got some presents for you, some gifts. You have already had the towels, now there is something new. We have champagne of Verl, so you get 3 bottles of champagne.
if they get too heavy for the flight, we can use them during the trip. Aber es besteht natürlich auch die Gefahr nach 3 Tagen Schützenfest und Champagner, dass unsere amerikanischen Freunde denken, die Deutschen hätten eine sehr große Affinität zu Alkohol. Um das zu vermeiden, gibt es noch für die lange Reise Verler Pralinen, Sweets, für jedes Mitglied der Gruppe. So, after 3 days of Schützenfest and the champagne that you have been given as a gift, you might get the idea that we are affectionate of alcohol, which is absolutely wrong, so therefore you get also chocolate. German drink only alcohol when there is Schützenfest, but it's 4 times in Verl. Germans drink only alcohol if there is Schützenfest in Verl, but this is 4 times a year. Und alle die aus Delphos, wie Ralf zum Beispiel, die heute das erste Mal hier sind, möchte ich gerne noch unser Buch anbieten, Verl entdecken, Discover Verl. Wir haben dort jede Menge liegen, wir werden das gleich verteilen. Und ich darf dir das schon mal abnehmen, dann hast du freie Hände gleich. Frau Mecher-Knapp, bitte falten Sie Ihres Amtes, da muss das jetzt nicht 10 Minuten halten. So, geht's so. Also alle, die gerne dieses Buch haben möchten, es liegt da vorne von den amerikanischen Gästen, es ist natürlich mitzunehmen. So everybody who is here for the first time in Germany is invited to take such a book. It says Discover Verl and shows a lot of our village and, well, now city. I was here in I guess 2006. I wanted to just say the same thing Paul said, but he went first, so I can't say it all. But no, what I like to go ahead. So, möchte also gerne auch etwas sagen und wollte eigentlich genau dasselbe sagen, was Paul schon gesagt hat. Deswegen weiß jetzt gar nicht, was Das sagen zeigt, soll. wie ähnlich wir denken. What I'd like to say is thanks to everyone for inviting us over and having our home. The people from Delphos who could not make it sends best wishes to everyone that they know. So, bedankt sich also dafür, dass hier zu Gast sein durfte und mit ihm die ganze Gruppe. Und er dankt den Gastfamilien für die Gastfreundschaft. Und er schickt die Grüße von all denjenigen, die nicht mitreisen konnten, die aber Leute hier in Verl kennen, hier an Sie. When the Friendship Link started, there were just a handful of people. But now it has grown, and in this trip, 7 more people? 8 more people that can join the Friendship Link, and 6 more students will be going back over later. So between the exchange program and the Friendship Link, the friendship just keeps growing and growing, and we will need a bigger hall. We will need a Schützenfest hall. Also, am Anfang der Städtepartnerschaft zwischen Verl und Delphos war es nur eine Handvoll Menschen, die das getragen haben, aber es hat sich also erweitert, es sind immer mehr und mehr geworden. Allein auf dieser Reise sind 8 neue Mitglieder in die Partnerschaft gekommen und am Ende der Reise werden 6 Schüler aus dieser Gegend zurück nach Delphos mitreisen und dort 4 Monate verbringen. Also sagt Mike, wenn wir nächstes Mal kommen, wird sie noch mehr gewachsen sein, dann brauchen wir eine Schützenhalle, um uns zu treffen. Special thanks to Paul, Frithjof, Rick Hanser, who helps keep this going, keeps this friendship growing. There's a lot of work done between all of them, and hopefully I can get it more involved. So again, thanks to everyone who helps make this possible. Also ein herzliches Dankeschön an Paul, an Rick Hanser, auch an mich, für die Arbeit, die man da in diese Partnerschaft hineingesteckt hat. Und er möchte sich auch selbst einbringen in diese Partnerschaft und weiter daran arbeiten, dass sie Erfolg hat. And we hope to see you all in 3 years. Und er hofft uns alle in 3 Jahren, spätestens sagt Paul, wiederzusehen. Bravo! Okay. Bravo! Meine Damen und Herren, nun genug der Worte.
Ich darf die Sitzen eventuell bitten, sich jetzt zu erheben. Es ist hier in Verl guter Brauch, dass wir zur Ehre unserer amerikanischen Gäste die amerikanische Nationalhymne jetzt spielen und anschließend die deutsche. Heute von 5 jungen Schülern. Den einen oder anderen kenne ich von der Abi-Verabschiedung dieses Jahres, die das hier einstudiert haben. Ich darf Sie jetzt bitten um Aufmerksamkeit für die Nationalhymne der Vereinigten Staaten von Amerika. National Anthem. Play ball. Moin.
Die Kontrolleure hier drin mussten sich auch nicht besonders wohlfühlen. Hauptsache, es war sichergestellt, dass die Pässe, die hier angekommen sind, effektiv kontrolliert werden konnten. Das ist so ein typisches DDR-Standardmöbel. Ja, früher Verwandte in der DDR hatte, kennt das vielleicht noch. Diese Schreibtische waren ursprünglich mal gedacht für Postämter. Die hat man hier ein bisschen umfunktioniert, um hiermit die Pässe kontrollieren zu können. Und hier sehen Sie das Laufband, was auch draußen zu sehen war. Die Mappe mit den Pässen kam dann also hier an, fiel auf diese Ablage und an diesem Schreibtisch saß erstmal ein Passkontrolleur, der nichts weiter zu tun hatte, als den Pass hier rauszunehmen, den aufzuklappen und den auf diese Markierung hier zu legen. Für die dort drüben stehen, da sind so kleine Platten aufgeschraubt an den Schreibtischen. Und über diesen Markierungen war jeweils eine Videokamera installiert. Und diese Videokamera hat das Bild vom Pass dann in das Stabsgebäude, also das große gelbe Gebäude, wo wir, oder die meisten uns gerade getroffen haben, übertragen. Und in diesem Stabsgebäude saß die Fahndungsabteilung. Und diese Fahndungsabteilung hat nun nach jedem einzelnen Pass, der hier irgendwo ankam, einzeln gefahndet und hat versucht zu überprüfen, ob gegen denjenigen, der hier einreisen will, irgendetwas vorliegt. Und was könnten denn so Sachen sein, nach denen man gefahndet hat? Verwandtschaft werden oder Namen. Ja, wäre eine Möglichkeit. Optimal, wenn was reingebracht wurde oder rausgefunden genau, ob sie wurde. schon mal aufgefallen sind wegen Schmuggel oder, genau, oder auch im Verdacht steht, Personen zu schleusen. Ob es vielleicht ein ehemaliger DDR-Bürger ist, der in den 50er, 60er Jahren geflohen ist und in den 70er Jahren wieder einreisen will. Ob derjenige, der hier einreisen will, vielleicht auch immer kriminell aufgefallen ist, Diebstahl oder so etwas. Ob es vielleicht ein Journalist ist aus der Bundesrepublik, der hier einreisen will, ein Bundeswehroffizier oder ein hochrangiger Politiker, Beamter, also jemand, der vielleicht ein besonderes Wissen hat. Nach solchen Sachen hat man hier gefahndet. Wie hat man das gemacht? Weil ich meine, Computer in der Form gab es jetzt nicht. Man hatte einen großen Karteischrank mit Karteikarten, hat dann auf diesem Monitor drüben das Bild vom Pass gesehen und dann musste halt einer an diesen Karteischrank und dann mit dem Einfinger-Suchsystem gucken, ob zu dieser Person irgendwie eine Fahndungskartei existiert. Man hat zwar vorgehabt, das auf PC-Systeme umzustellen, Ende der 80er Jahre, aber da kam dann der 9. November 89 dazwischen, sodass das nichts mehr geworden ist. An dieser Stelle vorbeizukommen, muss dieser Flüchtling immer noch 1,5 Kilometer Weg zurücklegen, um dort im Westen zu sein. Man hat immer noch die Chance, auf diesen Fluchtversuch zu reagieren und diesen Fluchtversuch auch noch zu stoppen. Wahrscheinlich hat der Flüchtling ja auch gar nicht gewusst, dass er nicht mehr in der DDR ist, oder? Da wussten die Flüchtlinge das nicht. Das hätte man noch erkennen können. Ja? Links und rechts neben der Fahrbahn war auch noch eine Betonmauer gezogen, also so ähnlich wie in Berlin, nicht ganz so hoch. Also man hat noch gesehen, dass es jetzt noch Osten ist, aber trotzdem sehr schwierig für einen Flüchtling. Dann die Autobahn gab es auch schon vor dem Zweiten Weltkrieg hier. Allerdings durfte die dann hier an diesem Stück nicht mehr benutzt werden. Der gesamte zivile Verkehr musste über diese Anlage laufen, also alle an dieser Seite vom Turm vorbei. Die einzigen, die auf der Autobahn bleiben durften, waren alliierte Militärtransporte von und nach Westberlin. Die mussten nicht über dieses Gelände, die wurden auch nicht von DDR-Organen kontrolliert. Holocaust-Denkmal links ab und wenn man rechts schaut, sehen wir das Holocaust-Denkmal für die Juden, die durch die Nazis umgebracht wurden. On the right hand side you see the Holocaust Memorial. This is a memorial for the dead Jewish people who were killed by the Nazis. You know that during the time of the Nazi reign from 1933 until 1945 about 6 million Jews were
Sehe an der Spitze der Museumsinsel neben das Bodenmuseum. Es entstand zwischen 1897 und 1984 des Großarchitekten Ernst von Schiene. Es ist jetzt nach seinem ersten Direktor Wilhelm von Boden. So, we're now reaching the Museum Island. On your right side you see the First Museum, the Bode Museum, now named after the first director Wilhelm von Bode. Between 1897 and 1904, it was built according to designs of Ernst von Schiene, the fourth architect. Und Sie sehen jetzt die Blickkarte im Hintergrund kurz den Turm der Sophiekirche. On the left side, short moment, the Tower of Sophiekirche, the Church of the Spandau suburb of Berlin. Ja, Sie sehen vielleicht auch die goldene Kirche, speziell Sophiekirche, weil viele in Deutschland den Raum die Schuhgras. 1730 entstand der barocke Turm der Sophiekirche nach Entwürfen von Johann Friedrich Grähl. That was the situation. It happened also in the 1960s. This very spot. Checkpoint Charlie is a very famous place. So you see all the tourists around here, you know. This is, and we wondered why they have not stopped traffic here. But this is so typical of this place. You always. Bah, je suis là. Moi aussi, je vais par là parce que le mur, je l'ai. The first person who can run over it. Muss ich das alles noch auf Deutsch erzählen oder war das soweit klar? Ja? Gut. Weiterlaufen. Ja.
Museum. Das hat wir gekauft. Begrüßen hier im Hinterschlosshof. Wir haben heute weit gereiste Gäste hier bei uns. Wir freuen uns, dass einmal Vertreter der Partnergemeinde Verl, ca. 400 Kilometer entfernt, hier sind. Aber wir haben heute Gäste aus Delphos, Ohio, USA. Mr. Dahlmeier, hier rechts neben mir. Ja, ich möchte trotzdem eine Reihe von Gästen jetzt auch im Einzelnen nochmal begrüßen. Da ist an erster Stelle die Vorsitzende des Stadtrates, Frau Lehnert, die Stadträte der Stadt Annaburg natürlich, die Ortsbürgermeister aus unseren Ortsteilen, Vertreter der Verwaltung, die Schulleiterin der Sekundarschule habe ich gesehen, möchte ich herzlich begrüßen. Die Leiterin der Kindertagesstätte, den Stadtwehrleiter und die Ortswehrleiter. Ich kann aber auch ganz herzlich begrüßen Vertreter der Bundeswehr, und zwar des Fliegerhostes Holzdorf, und zwar Herr Oberstleutnant Linkkogel, Wohnhaft in Annaburg, und Herr Oberstleutnant Erder. Das sind uns gern gesehene Gäste hier in Annaburg. Ja, weiterhin sind Vertreter von örtlichen Betrieben, habe ich jetzt nicht alle identifiziert, und wir haben ja, auch liebe Gäste hier, die nachher noch zur Unterhaltung beitragen. Das ist einmal die Line Dance Gruppe und der Line Dance Verein und die, jetzt muss ich gucken, die Schliebner, Entschuldigung, die Falkenberger Blasmusikant. Das war jetzt ein Lapsus. Weiterhin sind unsere Gäste Vereinsvertreter, die Kontakt haben mit ihren Vereinen zu Verler Vereinen in der Vergangenheit. Besonders aktiv ist da einmal natürlich der Schützenverein, aber auch die Feuerwehr und andere Vereine, Geflügelvereine hatten Kontakt zu Verl. Es sind aber auch Gäste der ersten Stunde der Partnerschaft Annaburg-Verl hier. Jochen Lehmann, schön, dass du gekommen bist. Dir geht es gesundheitlich so gut. Du bist einer, der von Anfang an natürlich die Sache mit forciert hat. Eduard Korschat natürlich, und den ersten Kontakt, den hat ja der damalige Kamerad Liems über Verwandte, Bekannte zu Verl dann diesen Kontakt hergestellt. Das war der Ursprung der Städtepartnerschaft. Schön, dass ihr gekommen seid. Ich möchte noch erwähnen, dass Willi Pötsch die Versorgung hier übernommen hat. Hinten, der steht am Trabi mit Zapfhahn, hat man sicher auch nicht so häufig. Ich hoffe nicht, sondern ich weiß, dass er uns hier gut bewirten wird. Ja, zur Frage, das ist natürlich für uns in Annaburg eine einmalige Sache. Vereinzelt haben sich schon mal Amerikaner in Annaburg verirrt, haben geschichtlich zu ihrer Familie was erfahren wollen, haben das Museum gesehen, aber als komplette Gruppe haben wir US-Amerikaner hier so noch nicht begrüßen können. Das ist eine sehr schöne Angelegenheit. Ja, wie ist das? Ich habe gerade gehört, die Leute aus den USA, die haben ja nicht so eine lange Geschichte wie wir. Und Annaburg ist natürlich, einmal ist das Schöne, dass Annaburg diese Geschichte hat, das Schloss und die anderen Baulichkeiten. Aber für die Kommune ist das natürlich nicht nur Lust, sondern es kann auch Frust sein, weil für diese Gebäude schwer adäquate und wirtschaftlich tragfähige Nutzung zu finden sind. Entschuldigung. Yeah, I would like to translate. You know, he thinks I have a computer. He says that he welcomes a lot of people here
honorables of the city, of the surrounding, representatives of the German army, or I should say the German Air Force, and the line dance club, the orchestra from Falkenberg, people who were in the beginning of the friendship link between Annaberg and Verl, and many others. Then he speaks about the relationship between the USA and Annaberg. He says that, well, several times Americans have arrived here, but only for genealogy, things like that. But it is quite a new experience that a whole group from the USA is here today. And he says that he has just learned from you, Mike, that your history is not as old as ours. So you see the buildings around here are very old, and they are really fun, but they are also a lot of trouble because you have to pay for them. Work and trouble. Ja, wir haben aber nicht nur vermitteln wollen, was ist denn hier geschichtlich in Annaberg zu sehen und mitzubekommen, sondern das sind Vertreter von Kommunen. Da interessieren natürlich auch, wie sind die Kommunen organisiert, was haben sie für eine Einrichtung, Schulen, Kindergärten, wie ist die Frage Brandschutz organisiert und andere Sachverhalte. Wir haben uns so kurz ausgetauscht, ja, welches Budget hat denn welche Kommune. Mit Delphos sind wir gar nicht so weit auseinander. Bei Verl brauchen wir natürlich nicht vergleichen, das ist auch klar. Da ist einmal die Einwohnerzahl größer, aber die Steuerkraft natürlich auch größer. Also sind alles doch sehr interessante Sachen, von denen man sonst aus dem Fernsehen so ja nichts hört. So, he says that it's not only history that has been talked about today, but also things of the administration, like we have been talking about the budget, which is between Delphos and Annaberg, really comparable. Not comparable to Verl, however, because they have got different circumstances. And yeah. Ja, ich hoffe, dass Sie sich hier wohlgefühlt haben, Annaberg, und wohlfühlen, und wünsche Ihnen bei Ihrer weiteren Reise, die ja noch viele Stationen in Deutschland hat, ja, sehr interessante Eindrücke, und hoffe, Sie behalten Annaberg in guter Erinnerung. Ich möchte Ihnen ein kleines Erinnerungsgeschenk mitgeben, und zwar von der Manufaktur Annaberg Porzellan, Schloss Annaberg, für Ihre Verwaltung. So he wishes that you and the American group has felt at home here in Annaberg, and that we will have many good impressions on our further way through Germany with many different places to visit. And he would like to give this gift to you. It is from the China factory, and it shows Annaberg Castle. I want to thank everyone for this warm welcome. Like I've said, every time we go someplace in Germany, they just welcome you with open arms. You don't even have to know English if somebody can help you. Paul's been so friendly, and the first time I met Mayor, we were at the City Fest in Verl in 2010, and I've got to know him even better today. So again, thank you to all the people here. We all have our root. Most of the people that came today have their roots from back here in Germany. And it's just so interesting to know that they are just that friendly now as they were then. So thank you all very much. Also, Mike Gallmeier bedankt sich für den herzlichen Empfang, den er hier erlebt hat. Und er sagt also, dass es immer wieder eine gute Erfahrung ist, wenn man nach Deutschland kommt, so sieht, wie freundlich man aufgenommen wird.
Und solange man irgendjemand hat, der übersetzt, ist es also überhaupt kein Problem, mit den Leuten ins Gespräch zu kommen. Er hat Ihren Annaburger Bürgermeister Schmidt ja schon in 2010 beim Stadtwerdungsfest in Verl kennengelernt und heute hat er ihn noch besser kennengelernt und er findet es ganz toll, wie man hier aufgenommen wird und bedankt sich sehr herzlich dafür. Ja, liebe Bürgerinnen und Bürger der Stadt Annaburg, verehrte Gäste aus Amerika, meine Damen und Herren, zunächst einmal möchte ich der Stadt Annaburg, an der Spitze Erich Schmidt, recht herzlich dafür danken, dass Sie heute diesen Tag so großartig vorbereitet haben. Es ist sogar den Annaburgern gelungen, die Regenwolken, die vor einer Stunde noch über uns gehangen haben, in einen strahlend blauen Himmel zu verwandeln. Das werte ich mal als gutes Zeichen. Vielen, vielen Dank, dass ihr heute unseren amerikanischen Gästen so einen tollen Tag bereitet habt. Mayor Henrik of Verl thanks the Annaburg people and of course especially Mayor Schmidt for the warm welcome that they gave to the Verl-Delphos group. And he says that is a wonderful city tour here in the city and that we enjoyed this very much and that also you Annaburg people were able to push the clouds away so that we enjoy this wonderful sunshine here now. Ja, es ist ja vielleicht eben schon angeklungen, wie dieser Tag heute zustande gekommen ist. Ich habe mit Erich Schmidt und Mike Goldmeier am Stadtwerdungsfest der Stadt Verl Riesenrad gefahren und zwar einjährige lange Runden, weil das Fernsehen uns dabei aufgenommen hat. Da haben wir gesagt, Verl hat zwei Partnerstädte, Delphos, Ohio und Annaburg hier in Sachsen-Anhalt. Und es wäre schön, wenn wir uns mal alle unter einem Hut, unter einem Dach treffen würden und könnten diese Erfahrungen, die wir haben, austauschen. Und es ist mit unserer Partnerschaft mit Delphos so, aufgrund der Entfernung, dass alle 3 Jahre eine Gruppe von Deutschland nach Amerika fährt, beziehungsweise von Amerika nach uns kommt. Und so ist heute zunächst erstmal dieses Datum entstanden. Und schön, dass wir 3, was wir uns damals vorgenommen haben, auch heute Wirklichkeit geworden ist. Paul Hammack says that the 3 mayors met on the Ferris wheel in Verl in the city fest and they had to go long rounds because the TV was taking pictures. And so they were speaking about things that it would also be nice to not just talk in Verl, but also have a second meeting somewhere. And he's happy that this could be made true today. Und ich glaube, Freundschaften müssen immer gepflegt werden. Das habe ich schon auf dem Empfang der Stadt Verl gesagt. Heute ist ein Tag, in dem wir das tun. Und ich finde es gut, dass Annaburg sich so aktiv mit beteiligt. Vielleicht gelingt es uns ja, wenn in 3 Jahren eine deutsche Gruppe aus Verl nach Amerika fährt, dass vielleicht der ein oder andere Annaburger sich anschließt. Und natürlich ist er herzlich gerne eingeladen. Ich sage immer, wenn man in andere Länder reist, mit anderen Menschen spricht, dann sieht man die Welt auch mit anderen Augen. In der Hinsicht wünsche ich euch und uns zusammen gemeinsam, dass wir heute Abend hier eine wunderschöne Welt sehen, in der wir miteinander sprechen, feiern und ein wenig Spaß haben. Dabei wünsche ich Ihnen heute Abend alles Gute und nochmals herzlichen Dank an Annaburg und an Sie alle, dass Sie das hier so toll vorbereitet haben. He thanks you all here in Annaburg for preparing this so great. And he says that perhaps in 3 years, when another delegation from Verl goes to Ohio and the USA, that perhaps in this group there might also be some people from Annaburg. We will invite you then. And so, once again, thank you very much for preparing this so wonderfully. And when you meet people from other countries, you see the world with different eyes. In this sense, he wishes you, and I also do so,
have an enjoyable time. Und nun genug der langen Worte, jetzt feiern. Enough of words, let's party. Das ist die H-Schaltung. Jetzt können wir die nicht H-Schaltung. Also das heißt H, 4 Gänge hat er. 1, 2, rausziehen, 3, 4 und rückwärts. So, alles klar. Und man sollte immer nur 2 Finger bei der so, der hat das Ding schon abgebrochen. Alles klar. So, der hat einen Benzinhahn, den macht man auf und hier ist der Schock. Der war ja warm, also brauche ich einen Schock nicht. Und dann muss man Gas geben. Ihr könnt nicht zurück, da steht einer. Ja, das machen wir schon. Das machen wir schon. So, Musik haben wir hier auch schon drin. Das, ist ja das wollten wir auslassen, weil wegen dem, der filmt. Ach so, dann ist gut. 100 Punkte. Und bremsen muss man natürlich, das ist nicht wie so weg hinten. Ja, so hinten. So rückwärts muss man dann so und dann runter. Ja. Wie alt ist dieses Auto? 27 Jahre. Ja. Das ist noch kein Oldtimer. Ist noch. Nee. Nee. Wiedersehen. Wir fahren jetzt nach Berlin. Wir fahren jetzt dahin, wo die auch hingehen. Perfekt. Guck. Also. Ja? Was für den Schirm? Da habe ich überhaupt nicht mitgerechnet. Ja, da. Wir kommen da nicht mehr hin. Wenn nicht, du fahren. Ich sag jetzt, wir fahren da jetzt hin, wo die anderen gleich hingehen. So, jetzt den ersten, da muss man dann ein bisschen Gas. So, und dann nur ein Finger, 2. Ja. Und den dritten muss man dann ausziehen und runter. Wer das nicht macht, hat dann wieder einen ersten. Also das ist einer dran verzweifelt. Und wenn man dann zurück muss man wieder ran. Das ist mit 2 Fingern. Ja, mit dem Ding sind wir an der Ostsee gefahren und alles. Ja. Hat zwar ein paar Stunden gedauert. Also Maxi, höchste 110, 115 läuft der auch. Der läuft noch ein bisschen über 100. Aber dann dröhnt es hier drinnen. Da ist dann auch Reserve. Also auf zu und hier ist dann auch die Reserve. Ja. Und wenn man das vergisst aufzumachen, dann steht auch immer still. Aber es wird jetzt hinten von der Elbe älter. Ja. Wenn man dann Leerlauf hier rumfährt, dass man nicht, der ist ja nicht synchronisiert, oder dann muss man einen Leerlauf drin machen und dann rollt der auch und dann kann man wieder einen zweiten, kann man dann auch mit dem zweiten oder runter dann mit dem ersten. Hier ist das Stiefeldenkmal, das berüchtigte, der Pastor Stiefel war ja der grauhaarige Herr der Lehrer. Ja. So, wir könnten hier runterfahren, aber das machen wir nicht. Die anderen kommen jetzt auch noch hierher zur Kirche. Ach, die kommen jetzt hier rüber? Die kommen jetzt hier rüber in oben zur Kirche. Alles klar. Oder wollen wir noch eine Runde fahren? Nö, oder? Ja, fahren wir.
Ich wollte gerade sagen, guck mal ein bisschen netter. Wer? Vollste Konzentration. Immer in den Nase voll. Ja, dann bist du hier in einem Bereich, wo das nicht so gut empfangen wird. Ich weiß ja nicht, was du für ein Netz gebucht hast. We talk at night about things that I say. She thinks you're funny and then I explain. She's going to come back with slang. I know a lot of things. I shouldn't have. Yeah, but now you don't even want to get near the Hollywood. US side. Oh, the US side's okay. It's not in Arizona. It's the second, or either the safest city in the US or the second safest city in their population group, El Paso. At Tucson, we're talking about Tucson. Oh, I was talking about El Paso. Oh no, Tucson. Because there was a farmer that was killed down there. They killed him right on his own land. Oh yeah. You're talking Tucson. I was talking about Well, see, renters live in Tucson. what's the murder rate in Juarez? Is horrendous. It doesn't work now, but during the performance you can feel the fresh air. A very clever solution for us because the fees are gone. The fresh air. But it plays for a lot of technical things about unfortunate spotlights. Most of them are behind the stage, but on the fifth circle today we have spotlights. Only spotlights. When you have a look to the right-hand side, you can see in the background the spotlights. Until 45, on this fifth circle there was a standing room for about 300 people. Here to go. Today the spotlights are standing. Einerseits ja, wir sind auf Blau, ne?
Ja, ich konnte ihn auch nicht verstehen. Du hättest auf Toilette dabei sein sollen, das wäre viel besser gewesen. Leon, we were thinking quite a while what we could give you for this special event this morning, for your special day. And we thought you would like something from an area. So you know that your birthday was in Franconia, and so we have bought a little special thing from this area. Okay? So, ich wusste nicht, wir haben lange überlegt, was wir ihm schenken, und wir haben überlegt, dass es etwas sein sollte, was mit der Gegend zu tun hat, wo er seinen Geburtstag feiert, nämlich Franken, genau Oberfranken, und er wird etwas bekommen. Das ist ja nicht so wichtig. Nee. Speisackel. Speisackel? Die Tüte hier im Flugzeug. Was kriegt er? Speisackel. Nein, ich glaube so ein Bämbel. So ein I82. So, happy birthday, all the very best. Thank you. And this is for you from us. Thank you very much. Yeah. Yes. Yes. The original German beer marks. Good. Questo edificio, che vedete qui a destra, è un ospedale. Volker, free fall?
Hm? Freefall? Oh. Ich finde es selber blöd. Ja. Non, il y a cette touche pratique. Ja, ich also. Viel Spaß beim Abflug. Achtung! zur vollen und zur halben Stunde. Momentan der letzte um 16:30 Uhr, es könnte auch sein 17 Uhr, wird aber noch bekannt gegeben. Und wie gesagt, wer bei uns wieder mit runter möchte, kann bitte eine Platzkarte. In English? English? Yes, please. Yes, please. If you want to take the cable car back again, please take a reservation ticket at the first floor at the top station. We get a waiting time at the moment 1.5 to 2 hours. You don't have to stand in line 2 hours. You can stay in the whole building. We call the little number by the speaker. Then come to the station and 10 minutes later take this one back again. If you want to take the cogwheel train, just use the connecting cable car, Gletscher cable car, down to the Gletscher to the cogwheel station. The cogwheel train leaves today every 30 minutes, full and half. The last one, it's the shortest, it's 4:30, perhaps 5. It's not exactly now at the moment. Das ist alles im Fahrpreis inbegriffen, that's all inclusive. If you want to take the cogwheel train, no reservation ticket, just take the cable car and after the cable car is train, yeah? Kann man stehen. Es muss, erstens einmal ist es so, dass die Stütze, das Seil läuft nicht komplett so am Berg auf. Ja, aber es geht immer wieder von dieser Seite Stütze, und immer wenn man bei der Stütze fast ganz leicht bergab, dann schaut man das. Es ist so, dass... Wieso bleibt das dann stehen und das wackelt dann? Letztes Mal war so ein Panorama, als wir Skilaufen waren. Ein Mensch. Ein Mensch, der steht. Und ein Schneefahrzeug. Wir haben ja Schnee gemacht, glaube ich, ne? Jetzt warten, ich kann gerne nicht zu warten. Nein, ich muss gar nicht aufstehen. Ich wollte eigentlich nur die Frage stellen. Wollen die alle voll verantwortlich sein? Jedes Mal voll Nochmal fahren den von hier aus. Beinahe nicht.
try this. It's one of the smallest lanes Wenn man also gerade ausschaut, dann sieht man schon den Kaiserdom zu Speyer mit den 4 Türmen. Es ist also weniger als 5 Kilometer jetzt. Ja, ist doch klar. Und wir haben geöffnet. Weißt du, wenn ich sage, wenn 5 Mann sagen rechts, einer sagt, nee, fährt gerade. Aber Ralf, der macht das erstmal so. Hildesheimer Rosen. Guck mal, wie fertig sie ist. Es ist ja nicht voll. Geht ihr beide mal zusammen? Wenn ihr wollt. Ist das hier oben doch erlaubt? Auch ist erlaubt, ja. Wir haben noch Flaschen. Boah, ist das eklig. It helps to whistle. Yes, I recognize that whistle 40 years ago. Well, I got the boatman's attention too. You know, yes. Look, I said, we got one more. She could have just got off and got on the bus. He's okay. No, he's
since this was the last time we were going to officially be together other than the airport tomorrow, that I would give you some going away gifts. Oh. Okay? Now, this first one is for your next trip. Okay? This is for you. Oh yeah, I see. It's a racket. This is for your next trip, okay? Yes, So you think that's going to rain in America? Well, the next time, well, not only America, maybe you go to Ireland or something. Oh, okay. And then also... And for tomorrow night, after you get home, for you to relax, I brought you this. Oh. What is this? Oh, that's right. I was told that you like Bailey. Oh yes, yeah. Thank you very much. Okay, now, thank you very much. Pam also has something that she wants to give. Happy hour. Everybody understands happy hour. This is 1 liter. Wow. Did they get the idea? This is from Pam to Frithjof. And I think you'll see how very, very appropriate and timely it is. Moment, Video runter, das ist immer Geschenk. Das ist Frau Pams Gesicht. Okay. What is it? Seems to be a ball. The Lorelei. That's Lorelei, right? And it's on time. Thank you. She almost missed the bus. I didn't realize she was still on the bus. Was that the reason you missed the bus? She wanted to stay at the Lorelei, so she thought she'd give you the Lorelei to stay here. Thank you very much. Pam was Good there, guide. but no. Yeah. And an awesome grandpa. I think we have passed, well, some days together, and it started with a bit of rain, but finally, look at this. Yeah. Perfect. This is perfect. I have loved you being in this trip. I thought, and I still think, that this friendship link is something that is really worthwhile working for it, and this is really something that should go on. But I might also say thank you to 3 other people at least. First, of course, I would like to thank you, Rick. No, you. For all the work that you have been doing on the US side. Without you, this would never have happened. I'm absolutely sure, so thank you very, very much for this. The second person I should like to thank for is Stephanie. Because without her work, preparing all this, finding all the hotels, all the nice sightseeing tours, the guides and everything, this could not have happened, because, you know, I can put the idea together, but to do all these little
putting together things, you know, that I cannot do. I have a different job to do sometimes, you know, at least. So, Stephanie, thank you very, very much. And there is a third person I would like to thank for, because without her, I would never have been able to do all of this. Neither during the year, neither the student exchange, nor anything else that has to do with the Friendship Link. Because I get a constant support from her, and this is my beloved wife. So I hope that the Friendship Link has gone on for several years, and I hope that it will go on for many, many more years with a lot of activities for everybody on both sides. And I count 100% on you and on Pam to continue this, and hope to see you in the US in 2015 for our next partnership trip. Yeah, thank you. And thank you for that. Ja, ich bin auch da. Ja. Hi. So far, the only two. What does it say? Portland. Also erstmal sprich Terminal 1. Ja, Terminal 1, Halle BA. Genau. Okay. So. Check that out and see. Yeah. Ist das BA der That's what I think would be Eingang interesting. zwischen A und B? Lily. He's getting the reactions of talking. Die beiden Jungs sind noch nicht da. Aber jetzt haben die ja die Bildschirme. Ja immer alles Teile weg dabei. Ja, da kommt es auch. Wenn wir abends auf den Tag war, ja, dann waren wieder irgendwelche Infos. Ja, das hatten wir immer ja, also bis dann 12 Uhr bei die
Ja.